Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute habe ich natürlich wieder ein Technikvideo für euch, für uns, keine Ahnung, machen wir so für uns. Und zwar, ja, habe ich mir vorgenommen, ich möchte mir eine neue Studiobeleuchtung einsetzen. Ja, ich habe zuerst natürlich noch die uralte große Studiobeleuchtung, die jetzt mir ins Gesicht scheint. Die ist mir aber hier ein bisschen zu klobig, obwohl die sehr gut ist. Und da habe ich mir gedacht, ich müsste versuchen, natürlich welche zu besorgen, die auf LED-Basis arbeiten. Die da oben, wie gesagt, arbeitet noch mit einer, nicht mit einer herkömmlichen Glühbirne, aber eine Glühbirne, die dafür zuständig ist. Und die wird auch ein bisschen wärmer. Und da habe ich mir gedacht, das ist zwar schön und gut, um auch hier alles gut auszuleuchten, das ist es aber auch, aber hier ist der Raum nicht allzu groß und auch nicht gut beleuchtet. Ich habe auch den Winkel hier ganz anders stehen mit meinem Tisch und wir haben also nicht die Möglichkeit, so viel hier reinzukommen. Also habe ich mir gedacht, kauft ihr eine Beleuchtung oder ein Teil, wo man sagt, hier, es muss ein rechts und links sein. Also habe ich mir überlegt und im Internet was nachgefunden und habe mir ja eigentlich zwei LED-Leuchten besorgt, die mit dem Arm am Tisch festgemacht werden kann. Also nicht mit dem Stativ, sondern mit dem Tisch und einem schwenkbaren Arm. Ja, und ich hoffe natürlich, dass diese funktionieren, da ich schon weiß oder auch mal öfters mitkriege, natürlich, wenn man gute Technik-Enthusiasten man weiß oder ist, Mann, heute wieder Versprecher, du, dass man die LEDs eine gewisse Störquelle haben. Das heißt also, wenn man mit gewissen Kameras reingeht und die sind auf 50 Hertz eingestellt oder 60 Hertz, dann sieht man auch manchmal beim Aufnahmen einen Flackern. Also das heißt, das geht dann so die ganze Zeit. Ich würde hoffen, dass es bei dem hier das nicht macht. Also wie gesagt, ich arbeite natürlich jetzt klar vorne mit einer Webcam, da dürfte es eigentlich nicht sein. Und ich arbeite mit einem Camcorder hier oben, da dürfte es eigentlich auch nicht sein. Aber wenn man das zum Beispiel mit dem Handy macht, dann passiert es auch ab und zu mal, je nachdem was für ein Handy man hat, dass tatsächlich ja so Rebeln drin sind. Ne? Das heißt, es verändert sich da so wie so ein uraltes Fernsehbild, dass da irgendwas rüber geht. Und das wollte ich eigentlich vermeiden. Ich will hoffen, dass diese LED natürlich, klar, es nicht machen. Ne? Aber auch trotzdem so gut uns mich beleuchten, dass ich, wie gesagt, auch hier gut erkennbar bin. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Packen wir jetzt mal aus und dann schauen wir mal, was da so drin ist. Bis gleich. Ja, so, dann kommen wir zurück. Ja, ihr seht selbst. Es ist kein Fotokarton, es ist tatsächlich so gekommen. Ja, also da ist wirklich nichts drin, nur steht Made in China. Klar, ich habe das natürlich aus einer großen Plattform hier bestellt, sehr günstig ergattert und wurde aber auch direkt, wie gesagt, aus Deutschland geliefert. Ja, dann machen wir mal auf und schauen, was hier drin ist. Also machen wir halt hier so hoch und dann sehen wir jetzt einmal ein Teil hier. Das machen wir direkt mal auf, was das ist, denn wir müssen ja wissen, was das ist. So. Ja, ihr seht selbst. Es ist ein USB-Adapter aus, ich glaube China, was soll das sein? China oder amerikanisches Steckersystem? Ich glaube China Steckersystem. Auf jeden Fall ein Adapter. Dann haben wir hier noch einer. Klar, es sind ja zwei, dann müssen noch zwei da sein. Es ist aber auch, ihr braucht jetzt auch keine Angst zu haben. Natürlich, klar, ist hier kein Stecker dabei, kein sogenannten europäischen Stecker. Es ist aber auch nicht schlimm. Erstens gibt ja Adapter. Zweitens ist der, wie gesagt, ihr seht, sind die Lampen natürlich mit USB-C-Anschluss. Das heißt, ihr könnt natürlich jede beliebige Adapter benutzen, den ihr natürlich im Handel irgendwo bekommt, günstig. Ihr könnt das aber auch, wie gesagt, am PC anschließen oder an einem USB-Hub anschließen. Besser wäre natürlich, wenn ihr, wie gesagt, ganz normale Stecker einsetzt. Es gibt auch natürlich hier auch Umwandlungsstecker. Müsst ihr selbst entscheiden. Wie gesagt, man kann günstig in Action schon
sogenannte USB-Adapter kriegen, die vielleicht 3, 4, 5 Euro kosten. Dann eben müsst ihr das einstecken. Das war eigentlich klar, dass ich, wie gesagt, das hier aus dem Bereich kam. Es ist, wie gesagt, aus Deutschland zwar geschickt worden. Es war aber, wie gesagt, klar, made in China. Das ist also ein chinesisches Produkt, was eigentlich alles für ein chinesisches Produkt ist, aber eben, dass natürlich diese Adapter nicht, wie gesagt, europäische Norm ist, sondern, ich glaube, chinesische oder amerikanische Normen müsste es hier sein, weil es gibt so viele mögliche Normen und Anschlüsse und naja, ist egal, ich werde dafür, wie gesagt, Adapter haben. Ich habe sie irgendwo auch rumfliegen, das weiß ich. Ich werde aber auch die USB-Lampen bei mir über eventuell einen USB-Hub laufen lassen oder eben, wie gesagt, mit einem Adapter, der 2 Anschlüsse hat und darüber laufen lassen. Ja, also anders geht es natürlich nicht. So, dann gucken wir mal weiter hier rein. Dann haben wir hier also ein großes Teil. Da wird jetzt ein bisschen raus hier. Das ist natürlich eine Fummelei und es wird auch laut. Ja, und hier sehen wir jetzt natürlich klar, wenn man das aufmacht, es sind die Arme, die hier verbaut sind. Ja, das ist einmal hier der Anschluss für unten auf den Tisch zu verschrauben. Man sieht es auch selbst, er ist also auch kräftig genug, dürfte eigentlich also halten, ist natürlich aus Metall. Hier kommt dann die Stange rein, die anschließend dann verschraubt wird. Also, so, Verarbeitung sieht doch eigentlich sehr gut aus. Hier, auch wenn die jetzt nicht nur Punkte geschweißt haben, besser wäre natürlich klar, wenn man hier komplett durchgeschweißt hätte. Aber gut, ist halt so. Denn jede Schweißnaht kostet was, aber es könnte tatsächlich, wenn man zu stark vielleicht anspringt, dass das hier anfängt wirklich abzubrechen oder bewegen. Ist bei Schweißnahten eigentlich fast selten der Fall, kann aber passieren. Also ich hätte vielleicht tatsächlich gedacht, am besten hätten sie hier durchschweißen sollen. Ja, hier unten haben sie natürlich einen schönen Polster eingesetzt, finde ich okay, damit der Tisch auch wirklich tatsächlich geschützt wird. Und das hier, es geht auch sehr leichtgängig. Hier die Platte ist auch okay. Hier ist auch so ein Splint dazwischen. Also da ist tatsächlich, kann man auch wieder wechseln. Also wenn der Splint weg ist, kann man noch einen besorgen und wieder reinsetzen. Ja, da müsste eigentlich normalerweise auch zweimal da sein. Ja, ist auch zweimal hier. Und gucken wir mal einfach jetzt mal hier so einen Arm an. Schmeißt das mal weg hier. Dann gehen wir mal kurz rüber, dass man den Arm ein bisschen besser sehen kann. Ja, und ihr seht selbst, hier ist der Arm. Also, so. Ja, also hier unten wird gesagt, das Teil dann eingesetzt. Hier so. Und festgeschraubt. Und der Arm selbst ist, wie gesagt, sehr gut beweglich. Der ist ja auch so hier oben sogar noch arretierbar. Das heißt, er wird dann in dieser Position bleiben. Man sieht also hier, da ist eine Spannung drauf. Das sollte ja auch sein. Man muss jetzt noch aufpassen, dass es nicht mal im Monitor reinknallt. Dann einfach hier zuschrauben und schon hängt er diese Position. Seht ihr, das ist halt ein bisschen schlimmer. Das ist, kann man also stramm ziehen. Ja, das ist hier unten nicht der Fall. Wie gesagt, ein bisschen hier festschrauben geht. Dann müsste man mal gucken, mal hier. Das sind auf jeden Fall selbst sichernde Muttern eingesetzt worden. Oder müsste normalerweise sein. Sieht aber aus, als wären das nicht selbstsichernde Muttern. Ist aber nicht schlimm. Man kann ja auch ab und zu mal nachschrauben. Das ist auf jeden Fall ziemlich gut. Ja, die Feder hört man das eigentlich doch ziemlich gut. Ja, und hier oben, wie gesagt, kommt dann natürlich die Lampe rein, die wir in unterschiedlichen Richtungen bewegen kann. Und das heißt, also das ist natürlich so beweglich und eben hoch und runter. Ja, und das Ding kann man natürlich auch bewegen. Ne? Also ist hier auch, wie gesagt, mit zum Festschrauben der Anschluss und hier oben, wie gesagt, auch nochmal zum Festhalten, damit auch immer die gleiche Position hat. Und ja, ich denke mal, das müsste eigentlich okay so sein. So kann man eigentlich auch ziemlich arbeiten. Ja, die Federn kann man ja irgendwann mal vielleicht austauschen. Und das ist eigentlich im Moment eigentlich alles für das Ding. Ja, das gucken wir natürlich mal an. Da müssen ja auch Lampen drin sein. Es sind auch 2 Lampen hier drin. Ich nehme jetzt nur eine raus. Zeige ich euch jetzt mal kurz hier an, was wir alles so drin haben. Da werden wir jetzt wieder schauen. Die Lampe habe ich jetzt nicht allzu viel rausfinden können.
Mit welchem Maß die hat oder sonstiges, werden wir jetzt das mal gleich messen. Hier haben wir natürlich auch eine Anleitung. Mal schauen, ob die auch auf verschiedenen Sprachen ist oder ob die nur auf Deutsch ist oder Englisch oder sonstiges. Ja, schauen wir mal nach. Also ich sehe hier zum Beispiel schon unten klar Chinesisch und oben auf Englisch. Und hier sind auch gewisse Daten drauf. Ich glaube, auf der anderen Seite ist sogar auch auf Deutsch. Also das ist ja wunderbar. Also bringt mich ein Wunder. Wir setzen da zwar keine deutsche Adapters ein, aber deutsche Bedienungsanleitung. Naja, also da kann man zwei teilen, ist egal. Ich habe euch ja gesagt, wo man die kriegen kann. Also hier seht ihr selbst, das ist a XK70D, hat eine Leistung von 10 Watt, eine Lumen von 1000 Lumen, eine Farbtemperatur von 5600 Kelvin, soll angeblich ca. 50.000 Stunden akzeptieren. Leuchtelemente, also die LEDs, die da drin sind, sollen 70 Stück sein. Man kann zwischen 100 und 1000, also Entschuldigung, nicht 100 und 1000 sehen und 100% variieren. Ja, und ihr seht selbst hier unten, es ist ein USB-Anschluss mit 5 Volt, 2 Ampere. Also das, was ich gesagt habe, bei Action oder irgendwo anders kann man ganz günstig diese besorgen. Und eben, da gibt es auch welche Adapter, die haben dann 2 USB-Ausgänge. Da braucht ihr auch nur eine Steckdose. Ja, also das sieht hier schon ziemlich gut aus. Es soll also hier drin sein ein Arm, dann dieses LED-Panel, sagt man jetzt zum Beispiel, und eben auch Farbkarten. Da gucken wir mal uns an. Hier sieht man auch natürlich, wie das aufgebaut ist oder aufgebaut werden soll. Und hier eben die Bestandteile, wo was ist. Ja, also gucken wir uns das mal jetzt mal an. Hier haben wir ja so eine Art Kugelkopfgelenk. Das ist ja eben das, wo die nachher drauf passt. Ja, das ist hier einfach unten, kann da reingeschraubt werden. Auf diese Armanschluss, wie ich ja schon gesagt habe, fest kann man das hier festmachen. Also losmachen und schon könnt ihr auch die Kugel hier bewegen. Und ich sage jetzt mal, Leute, die tatsächlich viel mit Fotos machen oder sonstiges, oder auch Videos machen, kennen dieses Kugelgelenk natürlich. Damit bearbeitet man auch gewisse Fotoapparate. Ne? Da tut man ja draufschrauben und kann man damit den betätigen. Hier unten, wie gesagt, draufschrauben, kann man auch hier festschrauben und festmachen. Das brauchen wir auf jeden Fall. Dann haben wir hier natürlich klar die sogenannten 5 Sonderzeichen oder wie viel dann? Nein, 4 mal 2. Wieso 4 mal 2? Ja gut, das ist klar, wir sind ja zweimal, haben wir das ja. Hier sehen wir selbst, also das ist einmal das matt weiße, was wir natürlich jetzt auch benutzen werden oder was ich benutzen werden muss oder benutze man. Dann haben wir natürlich hier einmal das in Rot, in Gelb und in Blau. Gut, warum diese Farbe jetzt dabei ist, ich bin jetzt kein direkter Profi davon. Ich werde natürlich die weiße hier nehmen. Und auch hier sehen wir, dass das hier steht, please pull off this mask before application. Das heißt also, diese Variante muss anscheinend wohl entweder hinter oder davor, das werde ich gleich mal sehen, gemacht werden. Dann gucken wir mal das Panel schon an hier. Wir machen den einfach auf. Und holen ihn raus. Und ja, und hier sehen wir mal selbst, wie die Größe sollte rein theoretisch auch hier drin stehen. Das ist schwer zu erkennen hier. 9,61 cm in der Höhe und ca. 14,56 in der Breite. Also ihr seht selbst, das ist eigentlich so klein. Also normalerweise gibt es auch Studioleuchten, die sind etwas so größer. Ich habe jetzt die kleinen, weil eben sehr nah bei mir drankommen. Und hier vorne werden natürlich dann die Einheiten eingeschoben, irgendwie eingeklemmt oder eingeschoben hier. Ich denke mal, eingeklemmt werden die einfach nur so. Und also so und dann werden die, wie gesagt, hier reingeklemmt, so denke ich mal. Ja, irgendwie ist das nicht ganz richtig hier. So, jetzt hat er durchgezogen. Also so ist es. Ich denke, man müsste das, wie gesagt, vorher abziehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt nach innen oder nach außen muss. Das werde ich gleich sehen. Und abzukriegen ist jetzt hier nicht so einfach. So. Ja, und hier drin seht ihr natürlich, dass das hier 70 LED-Leuchten sein soll. Ja, ist auch natürlich gut.
Hier unten haben wir eine sehr gute Belüftung, auch hat der Schraubverschluss, wie gesagt, wo anschließend der Kugelkopf hier auch schön reinkommt. Ja, und hier haben wir natürlich klar den An- und Ausmachknopf plus eben die Helligkeit hoch und runter zu stellen. Da, wie gesagt, sonst ist auch nichts weiteres hier einzustellen. So, denke ich mal, müsste drin stehen hier. Anleitung. Test, also generell steht jetzt hier nichts drauf. Das ist einfach ein ganz normaler Anmachknopf. Und ja, der Rest, wie gesagt, kommt ja von selbst, wenn man es einem ausprobiert. Ja, und dann hat man hier, wie gesagt, den USB-Anschluss, der anschließend normalerweise in den Adapter reinkommt, wo wir hier natürlich eben einen amerikanischen oder chinesischen Adapter haben. Ja, also hier, das war eigentlich jetzt so alles erklärt. Gute Durchlüftung auf jeden Fall hier, sehr, sehr viel Luft einlasst, weil ja die LEDs können ja auch warm werden. Das weiß man ja, zwar nicht so viel Wärme, aber schon ganz schön warm. Und damit es auch gut ausreichend belüftet wird, haben die hier sehr großzügig viele Luftschlitze reingesetzt. Finde ich in Ordnung. Ja, also ich würde sagen, ich baue das jetzt auf oder tue es jetzt so mit euch, das zusammen aufbauen und dann werden wir jetzt mal sehen, wie viel die Beleuchtung stark ist oder nicht. Ne, ob das wirklich ausreicht für mich, die zu nehmen, oder ob ich natürlich beim altbewährten Teil bleibe. Bis gleich. 1 Minute 37 Sekunden später. Ich zeige euch jetzt mal kurz, wie die Lampe funktioniert. Das wird immer ein Stück für Stückweise natürlich gemacht. Und da ich immer meine Kamera kurz umbauen muss. Ja, ihr tut das jetzt einfach hier, wie gesagt, einklemmen und tut das einfach hier unten festschrauben, bis es natürlich fest ist. Ja, es halt natürlich, dass ihr ein bisschen drin habt. So, auch wirklich richtig festschrauben, nicht allzu fest, weil sonst habt ihr das nachher ein bisschen schief stehen, wie es jetzt auch ein bisschen passiert ist. Ja, also das habt ihr drin. Dann nehmt ihr natürlich, klar, macht hier ein bisschen auf, guckt, dass ihr innen drin die Schraube natürlich schön weg ist. Das ist so ein Klemmsystem, das draußen runterdreht. Nehmt natürlich hier dieses Teil und steckt das, wie gesagt, hier einfach rein. Ja, macht ein bisschen weiter auf, so, und dann geht das automatisch rein. Und jetzt könnt ihr hier unten natürlich klar das hier so drehen, wie ihr es haben wollt. Ja, also entweder wollt ihr es tatsächlich hier so haben, dann schraubt ihr einfach hier die fest. Schon habt ihr das hier fest, das heißt, es ist hier nicht mehr allzu stark drehbar. Kommen wir in die nächste Position. So, ich hoffe, ihr könnt natürlich auch erst besser sehen. Ich muss jetzt die Lampe ein bisschen auch umbauen, damit man auch was hier sieht. Ihr schraubt jetzt hier natürlich ganz normal das Kugelgelenk auf. Ja, bis es hier fertig habt, also bis er wirklich unten fest ist. So. Ja, also wie ihr es ja haben wollt, so ist er jetzt fest. Ja, und dann kommt natürlich als allerletztes die Lampe. Und zwar, ihr seht jetzt selbst, oder hoffentlich könnt ihr das sehen, habe ich die matte Scheibe drauf gemacht. Da stand ja auf der Seite, dass wir zuerst das eine abziehen müssen. Ja, da wo das wirklich abgezogen werden musste, dieses Teil, muss nach innen. Also das heißt, die etwas raue Seite kommt nach außen und die etwas glattere Seite nach innen. So habe ich mir jetzt das bei mir gemacht. Es stand zwar nicht so in der Anleitung, es stand nur drauf, wie man es reinmacht, aber nicht wie es ist. So, das hier schraubt ihr, wie gesagt, auch hier ganz normal drauf auf die Teile. Das könnt ihr am besten so, wenn ihr oben mit festhält und mit reinschraubt. Natürlich ist hier unten auch eine sogenannte Kontermutter drauf. Die könnt ihr auch jetzt benutzen, indem ihr einfach hier unten hochdreht. Und schon habt ihr diese Lampe fertig. Ihr könnt die jetzt natürlich noch in gewisser Position einstellen, wie ihr die haben wollt. Und wenn ihr das hier, wie gesagt, richtig festgeschraubt habt, das hier, dann könnt ihr ja mit dem hier der Öffnung, die Kugel, na komm her, ein bisschen aufmachen und
in der Position auch dann wirklich verschieben, wie ihr es haben wollt. Ja, also das ist alles hier möglich und na, ich glaube, ich mache da noch ein bisschen fester. So, ich mache jetzt hier los, ziehe ihn rüber und da so ungefähr möchte ich haben. Natürlich werde ich gleich noch circa eine Feineinstellung machen müssen und ihr seht aber selbst natürlich, wie man das jetzt hier gemacht. Ja, und dann anschließend steckt ihr diese natürlich in dem Bereich des USBs rein, also wie gesagt in dem Stecker oder eben aber auch im USB-Hub oder eben PC, je nachdem was ihr Platz habt. Ja, und hier habt ihr natürlich auch diesen Schalter und da müsst ihr natürlich versuchen auch dran zu kommen natürlich, ne? Ja, da würde ich sagen, ich baue das jetzt weiter auf und sehen uns natürlich in dem Fazitvideo. Bis gleich. So, dann kommen wir zurück zum Fazit. Ihr habt jetzt die Anbauanleitung kurz gesehen, ganz schnell installiert. Ausrichten müsst ihr das natürlich jetzt noch in den Zeitraum, wo wir das anschließend macht. Das ist jetzt aber noch nicht die Beleuchtung, die ich jetzt anhabe. Also ich habe immer noch natürlich die große Beleuchtung an, um euch das jetzt gleich mal zu zeigen, wie es ist, hier in die Helligkeit einzustellen. Ja, und ich finde das jetzt ein bisschen nice, zwei Stück hier nebeneinander zu haben. Ich habe die jetzt, wie gesagt, dort rechts, links über die Monitore, die ich hier habe. Und ich werde jetzt natürlich unten die beiden Schaltern einsetzen und mal schauen, wie stark die sind und wie hell das ist. Also meine Tochter macht jetzt erstmal die an. Hier ist einmal da in der Mitte und da in die Mitte und dann die Helligkeit, die es gibt, am höchsten von oben. Ja, also jetzt machen wir folgendermaßen, jetzt machen wir natürlich die Hauptlicht aus. So, ihr seht jetzt selbst, ich muss natürlich jetzt, wie ihr sehen könnt, natürlich auf meinem Bildschirm ein bisschen was verändern. Das ist natürlich klar, weil ich jetzt eine andere Kelvinzahl habe. Meine Tochter hat ganz nach oben gedrückt, ja, ne? Also das ist jetzt die Helligkeit, die wir haben. Es ist aber tatsächlich hier gut beleuchtet, finde ich doch. Klar, ich muss das noch einstellen am Monitor. Ich sehe nämlich hier noch ein gewisses Kriselchen, das seht ihr ja da. Aber es ist ja auch egal, weil irgendwann mal werde ich meinen Hintergrund, das ist ja wie gesagt nur ein Greenscreen, den ich hier hinten habe, nicht mehr da haben. Und dann werde ich natürlich das Neue einsetzen, indem ich ja meine ganzen Dampfen nach hinten hinstelle oder auch meine Gadgets, Kartons oder Sachen, was ich nicht mehr brauche, werden da hinten hingestellt. Und da habe ich natürlich ein ganz anderes System, da brauchen wir auch diesen Greenscreen nicht mehr. Dann scheint die Beleuchtung aber auch wirklich gut zu sein. Also ja, ihr seht selbst, also jetzt hat nochmal meine Tochter das gerade angemacht. Jetzt habe ich alle 3 Leuchten an und ihr seht selbst, es hat kurz jetzt wieder rüber geschaltet. Ich habe jetzt das große an. Das ist ja auch viel weiter entfernt und die 2 großen hier sind mehr dran. Obwohl eigentlich die Studioleuchten hier, macht das nochmal bitte nochmal um, damit ich ja doch wirklich hier sehe. Also nochmal und mache hinten nochmal aus, ob ich hier wirklich genug sage. So, meine Kamera hat jetzt umgeschaltet. Man sieht selbst, also hier sehen wir das. Also es ist hell genug auch für mich zu beleuchten. Hier hinten einerseits, also diese kleinen LEDs reichen vollkommen eigentlich, um das zu zeigen. Natürlich ist das nicht wie die große, weil es ja ein riesen Port ist. Aber das Gute ist, diese Studioleuchten reichen vollkommen aus, um eigentlich mich hier ziemlich gut beleuchten. Der Rest mache ich natürlich per OBS oder Videosystem und dadurch denke ich mal sein, wenn ich jetzt hier hinten, wie gesagt, den Greenscreen wegschalte und vielleicht noch die Lampen, die könnten eigentlich etwas heller werden oder heller sein, ist aber okay so, man kann da richtig reingucken und man kann auch hier vorne natürlich die umbauen, sodass hier vorne was zeigt. Und ich denke mal, die sind optimal ausreichend. Ich werde gut beleuchtet und das ist ja eben genau das, was ich machen wollte. Ich gucke jetzt mal gerade, wenn ich jetzt hier was in der Hand halte und das mal vorzeigen könnte. Zum Beispiel, ihr seht selbst, es wird gut beleuchtet. Man kann das also auch das Schwarze hier gut sehen. Oder aber auch, ja, ich sage jetzt mal, der Stecker, der also weiß ist, wird auch eigentlich sehr gut beleuchtet. Man kann das auch auf der Kamera noch sehr gut sehen. Also diese Farbe selbst, also diese natürliche Farbe ist eigentlich perfekt und ich denke mal, mehr braucht man eigentlich auch nicht einzustellen.
Ja, ihr könnt natürlich klar auch mit diesen unterschiedlichen Farbbänder, ihr seht selbst da, auch die sieht man jetzt, ja, ihr seht jetzt selbst, da ist ein, wenn man jetzt zusammenschiebt, ist das grün und der grüne Untergrund ist jetzt natürlich nicht mehr grün, sondern es ist eigentlich tatsächlich gelb und blau, ja, also das ist alles gleich, aber wenn man die Farben setzt, ist das grün. Und wenn man natürlich die einsetzt zum Beispiel, dann, ja, normalerweise müsste man jetzt dran halten. Und dann sehen wir auch, dass es zum Beispiel ganz anders aussieht. Ja, seht ihr, jetzt habt meine Tochter natürlich auf der einen Seite blau eingesetzt, auf der anderen Seite gelb eingesetzt und schon verändert sich auch hier die Farbe etwas besser. Also man kann es hier tatsächlich sehr gut einstellen. Natürlich ist auch die Frage, was eben die Kameras machen können. Die können da sehr gut einstellen und ich finde die optimal. Ja, ich muss sagen, sehr, sehr gut. Vielleicht für die erste Zeit reicht das ja. Man kann ja später dann noch etwas größere einsetzen, damit noch mehr beleuchtet wird. Aber ich denke mal, das, was ich machen möchte, reicht das hier vollkommen. Und wenn man natürlich auch mal was von oben was vorstellen möchte, dann kann man die Lichtbeleuchtung direkt von oben das rüberschieben und sagen, ich möchte das von oben machen. Also das ist eigentlich noch optimal. Ich bin also wirklich tatsächlich überlegen, ob ich nicht für oben hier für die Vogelperspektive tatsächlich noch eine Lampe mache. Also noch eine zusätzlich oder zwei kaufe, damit ich eine wenigstens hier unten habe, damit wir wenigstens hier auch eine gute Beleuchtung haben. Und ich sehe auch tatsächlich, dass wir hier keinen Schimmer drin haben. Also ja, das ist wichtig hier, dass das, weil hier sieht man jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hin und her gehe, natürlich klar, es ist jetzt ein bisschen verschwommen durch diese Grünaufnahme, die ich hinter mir habe, weil das jetzt anders beleuchtet wird. Die ist ja nicht viel heller und sonst muss ich eben in den Kelvin bearbeiten. Aber ihr seht selber, es ist kein Flackern zu sehen und das ist das Wichtigste, was ich eigentlich haben wollte. Ja, also ich lasse die jetzt auf jeden Fall, ich benutze die jetzt öfters. Und da kann ich endlich das riesengroße Monsterteil da hinten mal wegmachen. Ja, bums, kriege ich jetzt auf den Dings. Es ist natürlich klar was ganz anderes. Man schaltet jetzt, meine Tochter schaltet jetzt immer hin und her manchmal gerne, um das euch zu sehen. Ja. Und ja, ich würde sagen, bis auf die China-Stecker finde ich die eigentlich doch sehr gut. Und ihr könnt ja auch die Studiobeleuchtung etwas runter machen. Ihr könntet ja, wie gesagt, ja, mit dem Teil hier einstellen. Und ich mache jetzt noch eine Lösung, wie ich glaube, ich habe das jetzt alles über den USB-Hub einlaufen. Vielleicht ist das die Lichtleistung noch nicht so stark genug, weil der USB gibt zwar Strom ab, aber eben nicht viel. Denke ich mir mal, ich werde mir unter den Tisch eine Steckdose einsetzen. Dort kommt dann ein 2 Ampere Stecker dran mit 2 USB-Anschlüssen und da kann ich beide direkt einfügen. Werde davor aber natürlich noch einen kleinen, ja, großen, ich sag jetzt mal, nicht wasserdichten, aber man nennt das Feuchtraumsteckdose einsetzen. Da brauche ich nur noch mal einen Klick zu machen und schon gehen die Lampen automatisch an, so wie ich hier habe. Da brauche ich die Lampen auch nicht jetzt extra nach hier hinten zu greifen und beide anzumachen. Dann mache ich einmal kurz den Schalter hier unten an, und dann werden die beleuchtet. Also so habe ich mir das jetzt vor in der nächsten Zeit und ich werde mal gucken, ob ich jetzt vielleicht noch mal so eine Lampe auch einzeln kriegen könnte, aus China zum Beispiel, und die lasse ich von hier oben runter leuchten, obwohl ich ja noch einen zusätzlichen Ringlicht zum Beleuchten habe. Ja, aber ich denke mal, die sind wirklich wunderbar, hell erleuchten tun sie genug. Klar, könnten mehr sein. Ich habe aber erstmal diese Varianten genommen, weil ich die Rezessionen gelesen habe. Die sind super und mir gefallen die auch. Und man kann auch, wie gesagt, schön sich drehen, wenden, wie man haben will. Und dann leicht lässt man einfach rüberlaufen. Ja, dieses Geräusch, was ihr jetzt gehört habt, ist unsere Katze. Die ist da gerne in den Karton. Ihr wisst ja, Katzen gehen gerne in den Karton rein. Und lass ruhig, Casey. Und die mögen das eben nun mal gerne, in die Kartons reinzugehen. Und naja, ist halt so. Ja, da würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick in diesen Studioleuchten. Die ist tatsächlich
ausreichend tatsächlich für Gamer oder sonstiges. Eine Großbeleuchtung muss man nicht. Ihr seht jetzt selbst, es geht und funktioniert einwandfrei. Klar, ihr seht jetzt auch die Ränder. Das ist eben deswegen, weil ich gesagt habe, ich habe einen Greenscreen hinter mir. Ja, aber das wird ja bald weg sein. Habe ich auch mitgeteilt und mal schauen, wie es danach aussieht. Ja, da würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet einen Einblick, einen kurzen. Und ja, ich würde freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten solltet. Einschaltet. Und ob das jetzt Technik oder wieder ein Dampfervideo ist, da würde ich sagen, bis demnächst. Tschüss.